Moin, ja, wir sind jetzt ein ganzes Stück durch Thüringen durchgefahren, die Saale hoch, Sachsen-Anhalt mitgenommen, die Saale, Elbe, ein Stück Mecklenburg, Schwerin, gestern Lübeck und haben uns jetzt trotz Corona entschieden, nach Schweden mit der Fähre zu fahren. Und jetzt sind wir gerade auf der Fähre und ja, sind ganz gespannt, was uns in Schweden erwartet, wie die Schweden mit Corona umgehen. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so eine leere Fähre erlebt wie jetzt. Also das LKW-Deck ist vielleicht zum Viertel belegt, das Fahrzeugdeck so genauso, wenn überhaupt so viel. Und Passagiere sieht man hier auf der Fähre zurzeit kaum. Also man sieht immer dieselben Gesichter, die sind jetzt irgendwie so 10 Leute oder was, die hier immer wieder rumlaufen. So ganz angenehm, aber ich weiß nicht, wie lange die Fährunternehmen das stemmen können, bevor sie kaputt gehen dran. Ja, trotzdem freuen wir uns auf Schweden und sind ganz gespannt darauf. Ja, wir mussten jetzt unsere Pläne ändern, nachdem unsere Kühlbox leider den Geist gestern Nachmittag aufgegeben hat. Kompressor scheint defekt gewesen zu sein. Mussten wir nach Göteborg fahren. Wir haben dort mit der Dometic-Niederlassung telefoniert. Und da nochmal ein riesengroßes Dankeschön an die Dometic-Niederlassung in Göteborg. Das jetzt bitte nicht als Werbung verstehen. Die haben uns einfach gerettet, haben uns kostenlos die Kühlbox getauscht und das jetzt sogar in eine Nummer größer, sodass wir jetzt im Besitz einer neuen Kühlbox sind, die noch ganz paar Liter mehr fasst. Fanny hatte einen super Stellplatz nördlich von Göteborg, mitten im Wald an einem See für uns rausgesucht. Und das will ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ja, an einem herrlichen See, mitten im Wald. Und hier ist wirklich absolute Ruhe. Und ich denke, wir werden dann auch gleich mal ins Wasser springen. Ich war gerade mit den Füßen drin, das ist sehr angenehm von der Temperatur. Ja, und da oben an dem
schattigen Parkplatz steht unser Auto. Ich denke, wir werden hier die Nacht verbringen. Moin! Nachdem wir gestern einen Tag auf der Insel Tjörn an der Westküste von Schweden verbracht haben, hat uns heute der Regen eingeholt. Wir sind erstmal ganz froh drüber, weil gestern war es wirklich so unerträglich heiß. Das war auch nicht schön für unsere Kleine. Deshalb haben wir uns heute entschlossen, diesen Tag zu nutzen und ja, die Küstenstraßen der Insel Orust abzufahren. Dort gibt es auch einen Weg oder eine Verbindung von Straßen, wo so mehrere sehenswerte Kirchen zu sehen sind. Und ja, das wollen wir einfach heute machen.